Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch für die Pocket 6K gibt es einen Speed Booster, der den Crop-Faktor von 1,6 auf nahezu Full Frame reduziert. Ob das Ding was kann, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Hier grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um Tutorials. Wenn das was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Danke. Hier genau in diesem Video geht es um den Magic Booster von Look Adapters. Das ist ein italienischer Anbieter, der einen Speed Booster speziell für die Pocket 6K entworfen hat, der den Crop-Faktor von 1,6 auf 1,1, so steht es zumindest geschrieben, reduzieren soll. In diesem Video habe ich mir den mal genauer angeschaut und da verschiedene Tests durchgeführt, damit du am Ende für dich entscheiden kannst, ob der Speed Booster was für dich bringt oder nicht. Also viel Spaß! Ja, so fangen wir zunächst mal mit dem Lieferumfang an. Was kriegen wir denn? Zum einen kriegen wir natürlich ein Case, dann kriegen wir ein Glaselement, das sozusagen den Speed Booster darstellt und einen optischen Low-Pass-Filter bzw. IR-Cut-Filter, je nachdem, was ihr da bestellt. Standardmäßig wird der normale von Blackmagic mitgeliefert. Ihr könnt aber auch sagen, ihr wollt den IR-Cut-Filter geliefert haben. Der bereinigt dann gleich das Problem der IR-Pollution, was die Pocket 6K hat. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede, ich verlinke euch hierzu mal ein Video, was ich gemacht habe. Da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Anders wie bei anderen Speed Boostern wird der nicht irgendwie vorne auf den Mount geschraubt, sondern nein, der wird in den Flange der Kamera eingesetzt. Deshalb sind da auch diese ganzen Tools mit dabei. Ich persönlich fand den Einbau relativ einfach, aber es ist dann halt eben eine Lösung, die permanent in oder an der Pocket 6K mehr oder weniger dann installiert ist und es geht nicht mal so schnell, den dann einfach abzumachen. Aber ich persönlich fand den Einbau relativ easy, aber es ist natürlich anders wie bei einem Metabone Speed Booster oder so. Das müsst ihr da an dieser Stelle einfach wissen. Ja, so kommen wir zunächst mal zu den Vorteilen. Was bringt uns der Magic Booster von Look Adapters? Also zunächst mal ist es so, der reduziert den Crop-Faktor enorm und bringt den dann auf fast Full Frame. Look Adapters gibt hier an, dass der Crop-Faktor dann bei 1,1 liegt. Ich habe dazu verschiedene Tests durchgeführt und habe es mal mit meiner EOS R verglichen, die ja eine Vollformatkamera ist. Und ich muss sagen, ich bin da immer auf einen Crop-Faktor gekommen von 1,15 bis 1,2. Also es ist nicht ganz 1,1. Ihr seht es ja hier in den verschiedenen Beispielen. Ich denke, dass es ja so 1,15 ist. Das ist da der korrekte Wert, aber wenn man es aufrundet, kann man da auch auf 1,1 gehen. Genau, und ihr seht auch hier nochmal ein Before and After sozusagen, wie sich das Blickfeld der Pocket 6K dann eben dadurch extrem vergrößert und dieser Effekt ist da schon sehr cool, aber das macht ja ein Metabone Speed Booster oder so zum Grunde auch. Ne? Das sind Focal Reducer sozusagen, die den Crop-Faktor reduzieren sollen und genau. Dabei habt ihr natürlich auch noch einen Stop an Licht gewonnen ungefähr. Also das ganze Bild ist dann natürlich ein bisschen heller, wenn natürlich dann durch den Speed Booster mehr Licht gesammelt wird, was dann auf den Sensor übertragen wird. Aber es ist nicht so wie bei einem Metabone Speed Booster, dass dann euer F-Stop automatisch jetzt irgendwie kleiner ist. Das bleibt alles gleich, sondern das passiert einfach eben so. Ihr seht es dann, dass das Bild dann eben ein bisschen heller ist als vorher. Genau, also ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ihr diesen IR-Cut-Filter mitbestellt, den ihr dann einbaut, dann habt ihr natürlich auch das Problem der IR-Pollution damit umgangen. Also das habe ich auch mal getestet und ihr seht das vorher mit dem normalen und dann nachher. Finde ich, das ist eine super Lösung. Andernfalls kann man natürlich die normalen nehmen und müsste man dann spezielle ND-Filter nehmen, die das Problem dann anderweitig beheben. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass alle Objektive damit natürlich weiterhin funktionieren. Also ich habe alle meine Objektive getestet. Bei jedem hat natürlich auch noch der Autofokus funktioniert. Fokussieren im Allgemeinen über den ganzen Bereich, also nächste Einstellungsgrenze bis auf unendlich, hat immer problemlos funktioniert.
und auch die Blende wurde weiterhin angezeigt und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja ein Problem, dass es manchmal bei dem Metabone Speed Booster oder so der nicht funktioniert, weil da eben halt noch ein Stück zwischen zwischen dem Mount ist und dem Objektiv, was dann letztendlich der Adapter ist. Also dieses Problem habt ihr hier an dieser Stelle einfach überhaupt nicht. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal auf einige Probleme eingehen, die Speed Booster im Generellen mit sich bringen, und die habe ich jetzt mal im Einzelnen für euch getestet. Zum einen natürlich die Schärfe. Also wenn wir aufs Bildzentrum schauen, dann sehe ich dort keine Schärfeveränderung zu vorher oder nachher. Die ist absolut gleich geblieben, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil bei anderen Speed Boostern gibt es da natürlich schon das Problem, dass denn die Schärfe natürlich deutlich reduziert wird. Wenn wir aber an die Ränder schauen, dann sehen wir da natürlich einen Schärfeverlust. Das hängt aber auch, je nach Objektiv ist es ein bisschen anders. Also ich habe das mit all meinen Objektiven getestet, und bei manchen war der Effekt schlimmer und bei manchen war der Effekt halt, ist der weniger aufgetreten. Also wie gesagt, das kann auch natürlich immer ganz vom Objektiv abhängen. Aber generell habt ihr, wenn ihr diesen Magic Booster benutzt, eine leichte Schärfereduktion zu den Rändern. Genau, da ich aber persönlich meistens so filme, dass der Hintergrund aus dem Fokus ist, ist es für mich persönlich kein großes K.O.-Kriterium. Ja, kommen wir zu Punkt 2, und das sind chromatische Aberrationen. Also das sind sozusagen für diejenigen, die es nicht wissen, diese Farbsäume, die sich dann bei starken Kontrasten bilden. Und hier muss ich wirklich sagen, hatte ich unterschiedliche Ergebnisse. Ich hatte ein paar Objektive von mir, hauptsächlich die Sigma-Objektive, bei denen das relativ stark war. Und dann wieder andere Objektive, mein Canon 16:35, mein Canon 70:200, mein Tamron 2470, wo ich nahezu gar nichts hatte, also eigentlich wirklich nichts. Und das hängt wirklich auch da stark vom Objektiv ab, welches ihr habt, wo denn diese chromatischen Aberrationen auftreten und wo nicht. Generell denke ich, dass bei den höherpreisigen Objektiven dieses Problem dann halt weniger auftritt. Ich habe zum Beispiel auch bei meinem Canon 85 mm 1.8, finde ich, war das dann in dem Fall am schlimmsten. Aber das müsst ihr dann wirklich einfach mal austesten. Das kann man vorher wirklich schwer sagen, weil das halt wirklich sehr vom Objektiv abhängt. Mit dem Sigma 50 mm Objektiv habe ich es, ja, auch wenn ich hier so diese studioartigen Tests gemacht habe, hatte ich das dann auch immer gesehen. Aber ich muss euch wirklich sagen, ich habe es jetzt auch schon real world sozusagen bei echten Shootings und Interviews genutzt. Und da hatte ich das Problem dann wiederum gar nicht. Wohingegen hier bei diesen Studioaufnahmen habe ich es immer mal wieder gesehen. Es ist natürlich was sich natürlich im Schnittprogramm bis zu einem gewissen Grad beheben lässt, aber das ist natürlich was ihr natürlich beachten solltet. Dann kommen wir zu den Flares. Genau, also ich habe das mal in verschiedenen Situationen getestet. Wenn ich draußen war, ist mir dieses Problem nicht sehr stark aufgefallen. Aber als ich dann mein Handylicht mal genommen habe und da so am Objektiv, sage ich jetzt mal, entlang gefahren bin, gerade an den Seiten, wenn dann das Licht dort drauf trifft, macht es eine komische Formation. Also es sieht einfach relativ unnatürlich aus. Also andersrum, sobald ihr denn diese Ecke, sage ich jetzt mal, überschritten habt, sind die Flares ganz normal wie beim Objektiv jetzt auch. Würde mich jetzt persönlich nicht weiter stören. Aber wenn ihr natürlich jetzt mal das Problem habt, dass das Licht irgendwie von der Seite kommt, dann sieht man das da irgendwie schon so ein bisschen, dass da irgendwie das Licht sich so ein bisschen aufhält oder so ein bisschen flärt. Also das ist auch was ihr an dieser Stelle da halt mit beachten müsst. Kommen wir zu guter Letzt zu dem Fazit. Ich verlinke euch unten mal die Facebook-Seite von Look Adapters. Dort könnt ihr diesen Magic Booster bestellen. Ich habe mir den auch von meinem eigenen Geld gekauft. Der wurde nicht gesponsert, deshalb ist meine Einschätzung hier auch völlig unverfälscht. Grundsätzlich kann ich sagen, ich kann den Speed Booster, den Magic Booster halt empfehlen. Ich finde es wirklich cool, dass der Crop-Faktor da auf 1,2 reduziert wird und genau, ich damit sozusagen meine ganzen Full-Frame-Objektive mit nahezu dem gleichen Blickfeld benutzen kann. Ich habe den jetzt auch schon bei professionellen Aufträgen benutzt und habe da innerhalb der Produktion keine Nachteile feststellen können. Aber die angesprochenen Sachen, die ich natürlich halt gesagt habe, auf die müsst ihr da so ein bisschen Acht geben. Aber grundsätzlich ist es nichts,
was ihr nicht mit anderen Speedboostern halt auch habt. Ne? Das ist also immer grundsätzlich das Problem, wenn ihr immer noch ein zusätzliches Glaselement zwischen dem Sensor und dem Objektiv bringt, kann es da immer mal wieder zu kleinen Problemen kommen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, von der Qualität und auch von der Schärfe war ich wirklich sehr überrascht. Da hatte ich auch, als ich noch die GH5 hatte mit dem Metabone Speedbooster, hatte ich da schlechtere Erfahrungen gemacht. Insofern muss ich wirklich sagen, ist das Glas, was da verwendet wurde, von der Qualität her wirklich sehr gut, aber die typischen Speedbooster-Probleme kann man damit natürlich trotzdem dann haben. Also insofern müsst ihr euch dafür dann einfach entscheiden, ob ihr mit diesen Problemen arbeiten wollt oder halt eben nicht. Und genau, das ist an dieser Stelle mein Fazit. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sehe ich euch in meinem nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, Leute. Ciao.